Passat deswegen. Und zwar, es fing damals an, ich habe, mein erstes Auto war ein Passat 35i Facelift. Ja, der hat mich viele Jahre gut, also immer von A nach B gebracht. War ein tolles Auto gewesen. Und ja, bin dem auch immer eigentlich treu geblieben. Und ja, dann war halt auch mal der Punkt gewesen, ich wollte mal ein eigenes Auto aufbauen und fertig machen. Ja, und da kam dann eigentlich so die Sache Passat wieder ins Spiel. Yeah, I'm in your town, I'm coming your way, just wait up. Me and my team ain't taking no L's. I told them you don't wanna play us. We going downtown with a flight in the morning, so fuck it, I'm just gonna stay up. Ich hatte eigentlich explizit nach einem 32B geguckt. Ich wollte halt irgendwas Exotisches, also zu dem Zeitpunkt noch Exotisches aufbauen. Und dachte mir so, naja, gut, 32B, geile Form, viel Platz drin und die sehen auch wirklich cool aus, die Autos. Ich habe dann bei eBay Kleinanzeigen ein bisschen rumgestöbert und so weiter, hatte auch gleich ein richtig gutes Angebot, ich glaube auch an der Küste. Ja, hatte den Besitzer dann auch kontaktiert und der hatte sich dann auch zurückgemeldet und so weiter. Ja, wollte dann das Auto dann auch 3 Tage später holen, weil ich immer auf Montage bin und so weiter. Musste ich halt ein bisschen warten und wollte dann das Auto am Wochenende abholen. Hatte dann aber leider die Meldung von dem Besitzer gekriegt, das Auto ist schon weg. War ein Quantum, der stand dann also wirklich an der Küste oben. Und Gruß an Sascha. Dank dir habe ich jetzt das Auto. Ja, dann habe ich natürlich weitergeguckt, war halt wie immer auf Montage gewesen und habe dann halt da, wo ich jetzt drin sitze, den habe ich dann in der Nähe von Quedlinburg gefunden. Bin dann auch nach der Nachtschicht noch, bin ich dann nächsten Tag gleich hingefahren, habe mir das Auto angeguckt. Ja, mit meinem damaligen Halbwissen, also ich habe wirklich nur Google einfach mal ein bisschen durchgescrollt. Und ja, geguckt hier Schwachstellen und so weiter. Bin da aufgetreten als Passat-Experte, was sich dann im Nachhinein rausgestellt hat, war ich nicht so. Aber nicht schlimm. Ja, so, der Verkäufer war ein richtig coole Typ gewesen. Wir sind uns auch sehr gut einig geworden mit dem Preis und so weiter. Mein Kumpel Laurenz kam eine Woche später, weil ich ja dann, wie gesagt, auf Montage war, hat das Ding für mich abgeholt. Und ja, dann stand er da. Also ich habe das Auto dann da zu stehen gehabt. Der Zustand war erstmal augenscheinlich recht gut. Also ja gut, ein paar kleine Sachen waren halt ein bisschen Rost und so weiter, an den Türkanten und so weiter. Also alles, was die halt haben. Und so, Technik war in Ordnung. Ja, Plan war eigentlich gewesen, die Sachen ein bisschen ausbessern und dann habe ich ein schönes Auto, womit ich rumfahren kann. Angefangen mal so ein paar Sachen auseinanderzunehmen und da kam eins aufs andere halt. Ja, Rost noch und nöcher, aber alles machbar gewesen, kein Problem. Naja, alles behoben. So, und dann dachte ich mir so, naja, jetzt kannst du auch gleich komplett lackieren lassen. Ja, dann war er komplett lackiert, neu. Ja, dann, ja, die Innenausstattung, die sieht ja jetzt nicht mehr so schön aus zu dem. Die hatte damals auch eine beige Kunstlederausstattung. Die sah erstmal cool aus, aber halt bei neu lackiert hätte das nichts mehr zusammengepasst. Ja. Dementsprechend habe ich dann auch nochmal die Sitze neu machen lassen.
Ja, dann war ich halt beim Sattler gewesen und ich wollte halt irgendwas Besonderes eigentlich von VW haben. Naja, dann haben wir alles durchgeblättert. Hat mir aber nicht so richtig gefallen. So. Und dann habe ich gesagt, naja gut, gib mir mal den anderen Katalog da drüben. Naja, dann sagt er, das ist aber alles hier für Sitzgarnituren und so. Ich sage, naja, da sitze ich da drauf, einmal frei. Durchgeblättert, ich sage, hier, das ist aber Sofastoff. Ich sage, na perfekt, passt doch super zusammen, oder? Ja gut, alles klar, wenn du das willst. Ich sage, ja, das passt gut. Also das Fahrwerk war so ein Thema, da war ich sehr blauäugig gewesen. Ja, ich wollte das Ding eigentlich kaufen, fertig machen und dann Dreck hauen. So, naja, zur damaligen Zeit gab es natürlich gar nichts. Außer halt ein paar 40er Federn, ich glaube, das war schon das Maximum gewesen. Naja, ansonsten alles nur Flex-Tuning. Wollte ich aber nicht. Und ja, da habe ich dann über einen Kumpel, den Toni, habe ich dann jemanden kennengelernt, das ist der Thomas Vogt von Vogtslam. Den habe ich gefragt, ob der da sich irgendwas vorstellen könnte, da irgendwie was zu machen. Und der hat einen sehr guten Kontakt zur Firma Lotec gehabt. Und die haben sich den Ganzen angenommen, ja. Weil zu dem Zeitpunkt war nichts irgendwie in der Richtung möglich. Ja, und dann habe ich halt, wie man es halt macht, alles hingeschickt, die kompletten Radlagergehäuse mit Federbeinen und so weiter. Und dann wurden halt diese Prototypen. Das war halt das erste Gewindefahrwerk für einen Passat 32P, was halt gebaut wurde, also offiziell. Und die wurden dann mir wieder zurückgeschickt. Ich habe es eingebaut. Ja, und dann war die Ernüchterung. Das war halt nicht so, wie ich es mir dachte. Also war Kess aus, schnucklig. Aber war halt irgendwie noch nicht so, weil bei mir müssen die Radhäuser über die Räder stehen. Naja, na gut, alles klar. Dann nochmal Thomas angehauen. Ich sage, du, mit dem Gewindefahrwerk ist eine coole Geschichte, aber Luft ist, glaube ich, doch besser. Können wir da auch noch was machen? Hat er gesagt, kein Problem. Wo Federn sind, kriegen wir auch Luftbälge rein. Gut, alles klar. Der hat sich drum gekümmert, wieder alles zurück. Hat er alles angefertigt und so weiter. Ja, wieder alles eingebaut. In der Zeit die ganze Lufterzeugung mit meinem Kumpel Türki. Danke nochmal. Der hat den größten Teil an der Luft und Elektrik hier alles eingebaut. So, dann die Federn, die Federbeine und die Dämpfer, alles eingebaut. Ja, erste Mal rausgerollt, abgelassen, hinten einwandfrei. Gucke ich vorne, irgendwie sieht es komisch aus. Das sah halt, dadurch, damit es halt nicht weiter möglich war durch die Arme, sah es halt so aus, als ob der einen Polenkeil hat. Ich sah, naja, Lotec wollte dann auch nicht mehr weiter ran, weil das war dann schon alles ausgeschöpft, was möglich war und so weiter. Naja, mein Kumpel Laurenz hat sich dem Ganzen dann angenommen. Der hat da noch mal ein bisschen bearbeitet und jo, hat dann mir noch mal 5 cm an der Vorderachse rausgeholt. Ja, und jetzt steht er so da, wie er da steht. Die coolste Geschichte, kann ich dir sagen. Und zwar, das ist eigentlich, warum das Auto fertig werden musste. Das war nämlich von 2014 zu 2015 habe ich ihn gebaut, also lackieren lassen, satteln. Dann hatte ich ein paar Rückschläge, gerade was jetzt halt auch mit dem Fahrwerk und so weiter. Da habe ich dann irgendwann gesagt, so jetzt brauche ich mal eine Pause. Ich habe dann ein Tuch rüber gemacht, dann da sind noch ein paar Sachen kaputt gegangen und so weiter. Und es ging nicht vorwärts so richtig und da habe ich die Schnauze voll gehabt. Da habe ich dann gesagt, weißt du was, ich brauche jetzt erstmal, ich kann das Ding jetzt gerade mal nicht sehen. So, naja, wie es halt so ist im Leben, man heiratet ja auch mal. Und ich habe mir in den Kopf gesetzt gehabt, das Ding wird auch mein Hochzeitsauto. Ja, dann muss ich aber Gas geben. Weil, naja, war alles zwar irgendwie da, aber irgendwie hat nichts gepasst. Naja, na gut.
Ja, wie gesagt, ist dann pünktlich fertig geworden. Erste Treffen angefahren damit. Kurz vor der Hochzeit war das noch. Naja, nie auf der Straße gefahren oder weiß ich mal nicht. Naja, war dann Zahnriemenwechsel und so weiter. Abgeblitzt, alles drum und dran. Aber irgendwie ist der zu heiß geworden. Lag dann letzten Endes am Vergaser. Naja, auf jeden Fall ist er dann, wenn er zu heiß wurde, ist er dann irgendwann ausgegangen. Tja, so war es nämlich auch bei meiner Hochzeit. Meine Frau, also sozusagen die Braut, wurde mit dem Auto zum Standesamt, also zum Traualtar gefahren. Ja, ich stand am Traualtar. Ja, dann stand ich da und gucke auf die Uhr so. Mensch, die ist aber spät dran. Ne? Dann hörst du bloß so einen Raunen in der Menge. Ah, die sind stehen geblieben. Ich sag, alles klar. Hey, doch, sind sie. Ach du Scheiße. Naja. Aber letzten Endes haben wir doch geheiratet. Ja, also aktuell ist verbaut ein 1,6er Vergaser mit einer entschleunigenden Dreigang-Automatik. Ja, hat mich bisher tausende Kilometer von A nach B gebracht oder auf Treffen und sonst so wohin. Und ja, aber bei dem Verbrauch und den Steuern, was der kostet, da kann ich mir auch einen richtigen Motor einbauen. Also in Zukunft wird da, denke ich mal, auch nochmal was anderes, Originales zwar, aber halt mit ein bisschen mehr Klang und ein bisschen mehr Anzug. Ja, also jetzt so groß gibt nichts, habe ich jetzt nicht. Ein bisschen elektrische Antenne oder so, das will ich halt, das ist halt das, was ich jetzt machen will. Aber ja, vielleicht hier vom 190er die Antenne, aber ansonsten habe ich eigentlich ziemlich original gelassen so. Also weil alles, was ich jetzt verändern wollte, das kommt jetzt halt, so was elektrische Sachen zu der Zeit gab. Das werde ich jetzt noch machen. Aber ich wollte halt erstmal eine Grundbasis und erstmal gucken, ob das alles so miteinander funktioniert und so weiter. Wie gesagt, wo es noch ein bisschen entspannter war, da bin ich auch viel auf Treffen damit auf Achse gefahren. Da konnte man auch mal gucken, was fahrwerksmäßig und so weiter, was man da noch verbessern kann und so weiter oder ausmerzen. Aber jetzt könnt ihr jetzt nicht mal sagen, was ich so Witziges hier habe. Das ist eigentlich fast Grundausstattung. Aktuell sind es BBS RC 040 in 7,5x17. Ja, Stern nach außen in Anthrazit gepulvert, polierte Betten. Ich denke mal, war noch nicht das Ende. Mal gucken, was so die nächsten Jahre kommen. Also das ist bei mir so Geschmackssache. Also ich sehe mal irgendwas, das gefällt mir super gut oder ich habe schon immer was irgendwie im Hinterkopf oder so. Aber ab und zu muss man halt auch mal die Felgen wechseln, wie die Räder, ne? Also mein Dank geht auf jeden Fall erstmal an Thomas, der mir geholfen hat, mit dem Fahrwerk das alles zu realisieren. Der größte Dank geht an 3 Personen. Und zwar an meinen Kumpel Türki, der mir am meisten geholfen hat mit Sachen Elektrik und alles, was in Lufterzeugung und so weiter die Sachen waren. Laurenz, der ein paar witzige Abende mit mir zusammen in der Halle erlebt hat, der zu dem Zeitpunkt auch den Caddy gebaut hat und mir auch immer irgendwie in Sachen Schweißen und so weiter alles geholfen hat. Und auch immer noch, weil der hat auch so einen Pfeil im Kopf wie ich, auch immer noch ein paar witzige Ideen hatte, was man machen könnte. An Thomas von Vogtslam, der mir mit dem Fahrwerk geholfen hat und auch das alles zu realisieren zu dem damaligen Zeitpunkt, wie schon erwähnt. Und natürlich an meine Frau, die ganz schön was mitmachen musste in der Zeit und auch ganz schön nerven lassen konnte mit mir. Aber
alles gut. So, das war es dann auch schon von meinem Passat für heute. Ich hoffe, euch hat das Video einigermaßen gefallen. Und ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr so zu dem Auto oder zu dem Video sagt. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, liked oder teilt. Und ja, dann würde ich mal sagen, ciao Kakao aus Eisenhüttenstadt.